Das da drüben ist Afghanistan. Das Abenteuer beginnt. Wir sind ein halbes Jahr von Deutschland bis zum Pamir Highway gefahren. Einer der höchsten Straßen der Welt. Warum es für uns die bisher härteste Tour war, seht ihr in diesem Video. Hallihallo aus Tadschikistan. Hallo! Nach wie vor. Ja, wir sind jetzt mehr. circa 70 Kilometer von Duschanbe. Jetzt haben wir uns mal wieder was Leckeres gekocht. Erbsen und Bohnen, das wird eine interessante Nacht. Wir sind ja eigentlich erst ein paar Tage in Tadschikistan, aber die Landschaft ist so wunderschön, das jeden Tag. Also wir sind so verblüfft und entzückt. Ja, die Tage in der Hauptstadt waren aber auch ganz cool. Außer, dass ich meinen zweiten Wohnsitz auf dem Klo angemeldet habe. Weil ja, ich hatte echt ein paar Tage lang flotten Auto. Und das ist ja keine Seltenheit. Auf dem Pamir Highway muss man echt wirklich aufs Essen achten. Keine Ahnung warum, aber so viele Touristen haben ja damit zu kämpfen. Total, ja. Auch wir. Ach, das tut echt gut. Jetzt suchen wir uns irgendwo gleich einen Schlafplatz und vorher noch schön sauber machen. Deine Füße, Alter. Ja. Oh Mann, ey. Das ist besser. Aber seit kurzem sind wir im selben Club. Ja. Das sieht so scheiße aus. Den Berg wollen wir uns noch geben heute. Und irgendwo dahinter wollen wir was zum Schlafen finden. Franzi ist halt ein bisschen K.O. Bisschen. Ja, ein bisschen viel. Wir wissen nicht genau, woher es kommt. Fieber habe ich keins. Fieber hast du keins, aber irgendwas ist auf jeden Fall, das ist nicht normal. Also zumindest der Rückenwind stimmt halt auf jeden Fall. Aber Franzi ist ja wirklich richtig kaputt, da geht gar nichts. Umso mehr Respekt, dass es wirklich bis hierher geschafft hat. Wir haben trotzdem ca. 50 Kilometer geschafft, schätze ich. Also an einfachen Tagen kann jeder, aber an so schweren, da musste ich heute ganz schön quälen. Wirklich ganz großen Respekt. Wirklich super gemacht. Für diesen Zustand, Franzi. Komm. Okay. Das haben wir uns anders vorgestellt. Hier ist irgendwie so ein Kranplatz oder was? An einem normalen Tag hätte ich gesagt, schaffen noch die Straße hoch und pennen da oben auf dem Berg mit einer schönen Aussicht. Bisschen schade ist es schon. Überall ist die Landschaft brutal schön. Wir schlafen hier bei so einer, keine Ahnung was ist das, Kiesanlage da, die ist übelst laut. Boah, das klingt so krass. Ja, da hinten sehen Sie, standen gerade neben dem Fahrrad. Boah, die klingen so bedrohlich. Keine Ahnung, wir haben ja mittlerweile echt gar nicht, also wir haben keine Angst vor Kühen und sowas, aber das klang gerade so bedrohlich und die gingen so nah an uns vorbei. Im Dauermoon. Im Dauermoon. Das heißt, geh weg. Ich glaube, die haben unseren Birnenbeutel entdeckt. Das war's mit Frühstück und Birnen. Na, jetzt zwei. Hat die Birne geschmeckt? Gibt es noch mehr? Ach
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das sind die einzigen 2 Kühe. Guten Morgen. Was für eine Nacht. Gestern ging es ja nicht so gut. Jetzt wissen wir auch warum. Ja, mich hat es jetzt auch erwischt. Hab ziemlich Durchfall und Bauchschmerzen und super nervig. Jetzt will ich irgendwie über diesen Hügel da hinten kommen. Oh, Mist, ey. Ich dachte mir, ich bin verschont, aber wohl doch nicht. Also die Straße, denke ich mal, bleibt heute bei Schotter. Wir überlegen jetzt schon, dass wir irgendwie zum nächsten Dorf schaffen. Ein kleines Dorf kommt jetzt nächsten 10 Kilometer. Und dass da dann vielleicht Franzi irgendwie zur nächsten Stadt per Anhalter fährt. Weil sie fühlt sich halt echt schwach. Es macht nicht ganz so viel Sinn, weil heute wird es sehr bergig. Das ist hier echt eine reine Hitze- und Staubschlacht. Die Sonne knallt so früh morgens schon so krass. Es wird eigentlich im ganzen Tag gar nicht viel schlimmer, ne? Es bleibt einfach so. Die Sonne knallt einfach. Wird schlimmer? Ach du Scheiße. Hello. Hello. So. Hello. It's okay. Oh, gut. So, nächste Abfahrt. Mütze weg. Hut auf. Hut auf, Helm auf. Hallo. Da wo grün ist, ist immer ein Dorf. Jetzt sind wir hier in dem besagten Dorf, wo es die Option gäbe, wo du jetzt sagen kannst, hey, Franzi? Ja. Nicht? Okay, dann fühlt sich fit genug. Ja, aber wir sehen gerade, hier gibt es Teerstraße in die Richtung. Mal gucken, wie lange das hält. Das wäre natürlich Bombe, hey. Ja, schaut sehr, sehr gut aus. Suppen kann man immer bedenken bei Essen, weil es wirklich den ganzen Tag heiß ist. Aber bei dem sind wir halt nicht sicher. Es sieht echt gut aus, aber das Fleisch obendrauf, wir haben jetzt schon ein paar Mal die Erfahrung gemacht und deswegen glaube ich, lassen wir es lieber liegen. Obwohl es echt leid tut, weil Fleisch wegzuhauen, ich meine, da ist ein Tier gestorben, das hassen wir. Da wenn es weggeworfen wird. Aber wir gehen das Risiko echt nicht ein. Nochmal ein Dünnschiss, brauchen wir echt nicht. Wow. Ziemlich cool, wir haben gerade Caroline und Emil getroffen, die wir in Kroatien getroffen haben. Auf den kroatischen Inseln, da waren sie mit uns auf dem Boot. Und jetzt sind sie auch hier. Wollen auch nach China, aber in eine andere Richtung. Aber guckt euch mal das hier an. Wie geil ist das denn hier? Wow! Richtige Fahrradkarawane hier. Caroline und Emil, die wir in Kroatien getroffen haben. Und noch 2 Niederländer. Alle mega nett, haben wir uns gerade hier
zum Mittagessen verabredet. Ja, es macht halt richtig Spaß. Ist echt cool. Und Franzi geht's auch besser. Das ist auch richtig wichtig. Unsere Schweizer Freunde, mit denen werden wir heute Abend übernachten. Ja, das erste Mal, dass wir mit anderen Radreisenden zelten. Hier wird auch mal Zeit, finde ich. Ja. Haben richtig Bock drauf, kochen wir was zusammen. Der Emil hatte eine gebrochene Kette und ein bisschen Probleme mit der Schaltung, deswegen ja, haben wir sie noch mal gesehen, weil eigentlich sind die schneller als wir. Ja, heute ist echt ein geiler Tag. Franzi geht's besser, Landschaft ist unglaublich. Und wir haben eine nette Gesellschaft. Juhu. Ja, wir sind nicht zu viert, wir sind zu sechst. Die kommen jetzt echt zufällig auch noch angefahren. Das gibt's doch nicht. Juhu! Ist ja ein bisschen mehr Camp Kidney als das wilde Pamir-Gebirge. Ach, ist das cool. Und ich bin so froh, wir strugglen ja immer so ein bisschen mit, was können wir noch aussortieren, aber er hat einfach einen Hammer dabei. Das ist so geil. Aber einen leichten Hammer. Und trotzdem, er hat einen Hammer dabei zum Heringe reinpochen ins Zelt. Moin moin. Moin. Wir gehen ins Bett. Ja. Ist ganz schön müde, war aber ein richtig schöner Tag. Und es ist wirklich so schön, wenn man hier einschläft. Ja. Und direkt über einen ist Sternenhimmel. die Milchstraße. Und boah, ich freue mich wie ein kleines Kind, wenn ich die Milchstraße sehe. Das habe ich vor kurzem das erste Mal gesehen. Das sind ja so viele tausende Punkte. Das ist so unglaublich schön. Ja, und auch heute den ganzen Tag irgendwie mit anderen Radreisenden zu sein oder halt War viele auch mal super. richtig Ja. cool. Die anderen 4 sind so nett und Ja, hat richtig Spaß gemacht. freuen wir uns auf jeden Fall auf morgen. Morgen. Die Nacht hat eine Kuh unseren Schuh geklaut, oder deinen Schuh geklaut. Ja, aber nicht so weit. 3 Meter oder so. Ja, 5 ihn Meter. geschleppt. Er ist die Nacht wieder wach geworden wegen den Kühen, erstmal fortgescheucht. Ja. Und ja, da geht gleich über diese crazy Brücke gleich wieder drüber. Und dann in die Richtung afghanische Grenze. Alter, wie schief die ist, ey. Es ist echt ziemlich gut, sich da drüber zu fahren, weil man kann nicht in der Mitte fahren, weil da die Hügel zu krass sind. Man Ja. muss quasi am Rand fahren. Und dann ist auch noch der Fluss mit der Geschwindigkeit und das Gefühl, man treibt irgendwie in die andere Richtung. Ja. Voll crazy. Alter Schwede, wir haben noch nie so große Vögel gesehen. Wir dachten erst, es ist irgendwie ein Esel, der da rumläuft oder sowas, aber nein, es ist ein Vogel. Was ist das? Da wir keine Kamera mit guter Zoom-Funktion dabei haben, wollte Hans mit der Drohne so nah ranfliegen wie möglich. Aber diese hatten mal so gar keinen Bock auf das Fluggerät und gingen in den Angriffsmodus über. Jetzt ganz schnell weg hier. So, unsere Freunde sind in weiter Ferne. Wir haben uns gerade abgeschüttelt. Ne, wir haben gerade gesagt, wir fahren unser eigenes Tempo weiter.
Jetzt kommen ungefähr erstmal 50 Kilometer nichts, also keine Einkaufsmöglichkeit oder irgendwas. Deswegen haben wir unsere Räder gerade so voll bepackt. Hey. Ja, sind wir jetzt gerade als Schwertransporter unterwegs. Absolut geil hier. Wahnsinn. Okay, jetzt haben wir doch noch mal einen Mittag zusammen. Haben wir sie wieder eingeholt. Ich zeige euch mal, was wir im Markt gefunden haben. 3 Zwiebeln, 3 Paprika, 2 Gurken, 2 Tomaten und richtig cool, wir haben Mandeln, Kürbiskerne und Datteln gefunden. Ziemlich cool. Guten. So, jetzt haben uns unsere Freunde wirklich verlassen. Wir machen hier noch mal ein bisschen länger Pause und warten ein bisschen, bis die Sonne nicht mehr ganz so heiß ist. Ja, wir sind jetzt quasi am Anfang des Pamir Highways schon und es ist schon richtig schön. Also die Straßen sind echt schrecklich. Nenn's abenteuerlich. Abenteuerlich, aber also wirklich die Aussicht um jede Ecke einfach nur genial. Jede Kehre ist echt eine neue Überraschung, was kommt. Das ist so wunderschön. Weil ich glaube, die Straße könnte mir gefallen. Ich glaube auch, dass sie dir gefallen könnte. Weiter geht's. Wir nutzen wirklich jeden kleinen Gebirgsbach hier, um unser T-Shirt klitschnass zu machen und unsere Hüte auch im Wasser zu tränken. Sonst hält man die Hitze hier echt nicht aus. Boah. Also die nächsten 2 Tage soll es auf 3300 hochgehen. Ich glaube, da ändert sich auf jeden Fall die Temperatur. Aber die Sonne bleibt gefährlich. Boah, ist das schön hier. Crazy. Unglaublich. Ich finde das so schön. Wow. Das tut immer so gut, hey. Also es ist echt verdammt hart gerade. Der Weg ist so sandig, dass man nur durchdreht hinten und so viele Steine im Weg. Wir kommen so langsam voran. Das geht's ja nicht. Das ist echt ein kleiner Laden. Wer hätte das gedacht? Da winkt so ein kleiner Junge. Hey, Magazin, Magazin. Super Sache. Salam alaikum. Zum Glück haben wir genügend Bargeld. Vorgestern bin ich noch zur Bank gegangen und ich wollte zu einem Bankautomaten gehen. Und da waren ein paar auch in dem letzten größeren Örtchen. Ja, die gingen aber alle nicht. Und ich habe dann gefragt, Visa-Automat? Und die haben gesagt, nee, gibt's hier nicht mehr. Nur eine Bank, aber die hat schon geschlossen. Und da bin ich mit so 3 Leuten, die mich da aufgegabelt haben, dahin. Hab dem diesen Wachschutz von der Bank halt bestochen, dass ich rein kann. 4 Euro. 4 Euro.
und habe dann richtig fetten Batzen Bargeld abgehoben. Aber ja, das sind so kleine Geschichten, die sind eigentlich ziemlich cool, ne? Ja. Hello. Hello. Seht ihr das? Das sind diese Schafe mit diesen Wackelärschen. Das sieht so lustig aus. Wir sind eingestaubt. Wow. So dreckig alles. Alter Schwede. Du kleines Aschenbrödel. Wir suchen jetzt was zum Schlafen. Mal gucken, ob wir auf der Stelle was finden. Anstrengender Tag. Schlafplatz gesichert. Ladies first. Really? Nein, Spaß. Ich fahr zuerst. Nein. Okay. Okay. Mit Schwung. Das Coole ist halt, da unten hat gleich der Fluss. Kann man ein bisschen den Dreck abwaschen. Wobei der Fluss so dreckig ist. Ja, okay, ob es das besser macht. Aber zumindest Salz, wenn wir los. Boah, das ist schon echt ein extrem schneller Fluss, da muss man echt aufpassen. Aber ich gehe nur an diesen kleinen seitlichen Fluss. Trotzdem mit Strömung ist es auch nicht zu spaßen. Wow, mit Sandstrand. Cool. Juhu. Boah, und ich sehe gerade, das ist echt so eine Matschepampe. Franzi hat recht gehabt. Boah, macht das wirklich sauber. Und kalt. Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott, was für eine kalte Brühe! Ah! Ah! Widerlich! Also reinlegen werde ich mich hier nicht. Das ist mir zu schmutzig. Also ich fühle mich sauberer, aber keine Ahnung, ob das der Wahrheit entspricht. Keine Ahnung, ob du das willst. Ich weiß es auch nicht, aber jetzt, wo ich trocken bin, muss ich echt sagen, dass mein Körper so eine leichte Kruste bildet. Ja, bravo. Jetzt sitzt mal hier die Harzköpfe. Schieben uns hier so einen Teller Brot ins Gesicht. Wir haben Nutella-Zeugs, Marmelade und Erdnussbutter. Mundet's? Bisschen trocken. Ein bisschen. Morgen stübt's beim Scheißen. Die Nacht war eigentlich ganz gut. Heute mit dem Fluss ist es sehr, sehr kalt geworden. Wir tragen auch unsere Daunenjacken jetzt heute Morgen. Fühlt sich gut an, oder Hans? Ja, ein bisschen. Diese Hitze ist schon echt heftig. Wenn man ein bisschen Jacke anziehen muss, ist gar nicht schlimm. Boah, die Dinger sind so dreckig. So die Ketten erstmal mit der Zahnbürste, Wasser und Öl wieder ein bisschen auf Vordermann bekommen. Ein Dreck. Das geht's ja nicht. Also. Ich meinte gerade so, wenn wir irgendwo eine Wasserstelle finden, dann können wir uns mal umgucken, ob es daneben auch einen schönen Platz gibt. Ja, was gibt's denn da? Schatten, Wasser, Bänke, Paradies. So, die Frage ist, wann kommt der Hammer? Wann kommt dieser 3250 Meter Berg? Diese Berge da schätze ich ungefähr so hoch ein wie unser Pass. Das heißt, wir müssen einmal da drüber. Was ein Riesending, ey. Salam alaikum.
Hello. Salam alaikum. Da. Das ist Danja. Bye bye. Bye bye. Oh mein Gott. Da ist er. Da ist er. Ach du Scheiße. Da müssen wir hoch mit dem Fahrrad. Keine Ahnung wo, rechts, links oder sowas. Sieht aber so schön aus. Da Krass. hat man ja richtig Freude, da hochzufahren. Ja, jetzt von 1700 auf knapp 3300 mit Schotterpiste. Nein, das wird sicher besser. Ja, perfekter Asphalt. Salam alaikum. Geht ihr etwa Magazin? So, der alte Herr hat mir gerade, glaube ich, erklären wollen, dass hier keinen Markt gibt. Das heißt, wir haben jetzt kein Wasser mehr, weil ich glaube, das nächste Dorf erreichen wir vielleicht nicht mehr. Beziehungsweise geht's Wasser aus. Wir sind jetzt gerade hier hochgefahren und diese Jungs da haben gesagt, da unten ist der Market. Also, Franzi, Was war das eigentlich? ich bin da gerade runter. Er hat seine Garage aufgesperrt. Der kleine Junge gerade. Und da waren so Regale mit so alten Winterstiefeln, so ein paar Ölfässer und Windeln, glaube ich, und sowas. Also, was gar nicht zusammenpasst irgendwie. Und so ein paar Spaghetti. Jetzt habe ich wenigstens eine Packung Spaghetti gekauft, weil er mir leid tat. Und er meinte jetzt mit einmal, in einem Kilometer gibt es da Wasser. Ja. Salam alaikum. Witzig, aber keine Ahnung. Das hätte er mir vorher sagen können. Aber er wollte was verkaufen. Aber jetzt guckt euch doch mal dieses Tal an. Ich finde das so ein bisschen Alpenfeeling hier. Bloß, dass die in Lehmhütten wohnen, die meisten zumindest. Und alles viel wilder ist. Aber hier die Äpfelbäume, die Felsen da hinten in der Aussicht. So ein idyllisches Örtchen. Ich finde, desto weiter wir kommen, mehr sieht man auch irgendwie, wie Kinder mitarbeiten im Geschäft, wie auch zu Hause, wie sie auf dem Esel reiten oder am Abend noch das Brot vom Bäcker holen am Morgen. Also da sieht man ganz viel, dass das hier schon recht kleine Kinder machen. Ja, wollte ich einfach auch mal angesprochen haben. Salam alaikum. Magazin? Da? Da? It's water? Magazin? Spasibo. Hello. Die hatten kein Brot in den Geschäften. Deswegen gibt's was? Suppe. Alles Sachen, die Energie geben. Und staubige Kekse. Ja. Die Kekse, ich glaube, die sind ungefähr ein Jahr alt. Die sind so wie die Panzerkekse bei der Bundeswehr. Und davon muss man ungefähr eine Woche nicht mehr aufs Klo. Und guck mal die coolen Weintrauben an. So ewig lang. Das Leben ist schon cool. Morgen werden wir mal ein neues Format probieren. Ja. Und zwar werden wir uns morgen mal intensiv den ganzen Tag filmen. Quasi 24 Stunden auf Fahrradweltreise. Das heißt, wir nehmen euch einen ganzen Tag mit in unseren Alltag.
Dabei haben wir uns so intensiv wie noch nie gefilmt und zeigen euch, wie es uns an diesem riesigen Berg ergangen ist. Dieses Abenteuer seht ihr aber dann im nächsten Video. Zurück zum eigentlichen Video. Es ist nun ein Tag später und wir befinden uns auf 3200 Meter Höhe. Was für ein wunderschöner Ausblick. Alter, ich sehe mich gerade in der GoPro. Ach du Scheiße, was habe ich für eine Krone auf? Ja, auf jeden Fall hat die Nacht recht gut funktioniert. Mit unserer Technik alles drunter zu stopfen. Ja, mal besser als erwartet. Da drüben kommen auf jeden Fall jetzt ein paar Wolken, ne? Also so Schäfchenwolkenartig. Sieht so ein bisschen aus, wird heute Nachmittag, Abend vielleicht regnen können. Und das wäre natürlich nicht so geil, weil ja alles komplette Dreckbahn ist und kein Asphalt. Auf jeden Fall schaffen wir es, denke ich, noch einen Berg runter und dann gucken wir weiter. So, jetzt geht es den ganzen Berg wieder runter, den wir gestern erkämpft haben. Das wird eine ziemlich coole Abfahrt. Ja, aufpassen, ne? Bei diesem Schotterzeug geht es runter zur afghanischen Grenze. Salam alaikum. Hello, hello. Schokolade, Schokolade. Schokolade? Ah, ob wir Schokolade haben? Nee. Nee. Die Straße hier in den Berg rein, geht dann da hinten weiter. Was eine Straße! Oh, Asphalt. Oh, wie schön ist eigentlich Asphalt. Endlich die Bremsen loslassen. Das tut so gut. Wir sind echt hier. Das da drüben ist Afghanistan. Da ist so ein Katzensprung entfernt. Ein Land, wo man ehrlich sagen muss, wo wir uns nicht reintrauen. Wir waren im Irak, im Iran und sowas, wo man auch ein paar Gedanken hatte, man reinfährt. Aber Afghanistan, ja, wenn man es jetzt so sieht, würde ich gerne rüberfahren und auch das Land entdecken. Aber dazu kommt es vermutlich nicht mehr bei uns. Also ziemlich sicher nicht mehr. Weil wir eine andere Route gewählt haben und so, aber trotzdem. Germany, da. Very good. So, jetzt wird einmal vollgetankt. So, Sedania. Da hinten ist sogar eine Brücke zwischen Tadschikistan und Afghanistan. Und uns wurde gesagt, hier ist irgendwo in der Nähe hier so eine Insel, quasi im Fluss. Also Niemandsland kann man sagen. Und einmal die Woche ist da ein Markt in der Mitte. Und da kommen Tadschiken und Afghanen zu der Insel und ja, kaufen da ein. Und um dahin zu kommen, müssen sie aber vorher einen Pass abgeben und nach dem Einkauf können sie den Pass wieder nehmen. Das finde ich eine sehr interessante Geschichte. Also unsere Route verläuft jetzt
ziemlich lange hier an der afghanischen Grenze. Circa 180 Kilometer. Aber wir wissen nicht, wir haben jetzt von anderen gehört, dass hier eine Straßensperrung ist und dass sie da den Fels wegsprengen. Wir wissen nicht, ob das befahrbar ist. Jetzt die ersten 60 Kilometer auf jeden Fall. Hier schaut es halt so aus. Weiterhin Schotterpiste. Mal gucken, wie die anderen 120 Kilometer sind. Vielleicht müssen wir irgendeinen Truck anhalten und mit denen da diese Baustelle weiterfahren. Hello, hey, hey, hey. Wir haben gerade einen wunderschönen Zeltplatz gefunden. Jetzt haben wir unseren privaten Sandstrand. Das Wasser sieht zwar jetzt nicht so sauber aus, aber ich glaube, ich freue mich sehr drauf, da reinzuspringen. Das will ich sehen. Die ganzen afghanischen Kinder machen es ja auch. Ich bleib dabei, das will ich sehen. Wie geil ist es bitte, Sandstrand zu haben? Ich habe jetzt erst zu Hans gesagt, ich brauche unbedingt wieder ein bisschen mehr Gefühl. So geil. Ja, genial. Liebe ich sehr. Da sind die Räder versteckt und wir können sogar hier das Zelt aufbauen. Das ist sogar ein bisschen windgeschützt. Und die Häuser da drüben, ja, das ist wie gesagt Afghanistan. Ja. Oh, ich finde es gerade so schön. Wunderbar. Oh, Das ist der richtige Ort zum Runterkommen, oder? ja. Oh. Wir sind gerade so glücklich hier zu sein. Das Zelt im Sand, dieser Ausblick, das was wir gestern geschafft haben und Franzi hat endlich Kekse, das heißt sie ist auch zufriedengestellt. Ich glaube, ich habe mir aber heute so ein bisschen einen Sonnenstich eingeholt. Für Hans macht Foto. Ich merke, dass ich ein bisschen Kopfschmerzen habe und extrem kaputt bin. Aber meistens ist es am nächsten Tag wieder gut, also wird schon passen. Jetzt habe ich aber erstmal richtig Hunger. Ich glaube, heute passiert nicht mehr viel. Wir werden auch noch eine Stunde brauchen, um das trockene Brot zu essen. Das dauert so lange. Aber ja, wir packen jetzt mal die Kamera weg und genießen den Abend. Ah, eine Sache noch. Ich will dich da drin sehen. Naja. Der Moment ist gekommen. Oh, krass. Oh, gut schmeckt es nicht. Oh, aber es geht eigentlich. Okay. Punkt für dich. Na okay, dann geh jetzt auch noch. Das kann ich jetzt nicht auf mich sitzen lassen. Nee, ist auch echt cool, mal diesen Salz loszukriegen. Vor allem sind wir jetzt schon seit 6 Tagen 7. oder so? 7 Tagen ohne Dusche. Ja, das ist die längste Zeit. Das ist echt ziemlich ekelhaft. Ja. Okidoki, gute Nacht, bis morgen. Okay, shit. Das war keine gute Idee, hier auf dem Strand zu zelten. Hier ist alles Sand hier drin, obwohl wir das Zelt draußen festgemacht hatten und alles. Ist einfach durch den Wind die ganzen Staubkörner doch hier rein. Wir haben extra schon aufgepasst, dass hier noch wenig Luft ist, aber hat nicht gereicht. Das versuche ich hier irgendwie, ich weiß nicht, ob das was bringt, aber so eine Sanddüne zu machen ein bisschen. Ja, dass jetzt da nichts mehr so richtig reinfliegen kann. Moin. Guten Morgen. Und war's sandig? Nee, es ging. Hans, seine Schutzmauer hat echt gut geholfen, glaube ich. Yeah! Und echt gut gewirkt. Also die Mauer hat auch gehalten. Ich dachte, die wird irgendwie weggeweht oder sowas. Aber es kam halt echt kein Sand mehr rein. Ja. Gut zu wissen für den nächsten Strandurlaub. Jo, ich wollte eigentlich gerade sagen, wieder ein schöner Morgen an der afghanischen Grenze entlang. Aber bei mir ist jetzt gerade, oder ich habe es gerade entdeckt, die Gepäckträgerstangen gebrochen. Mit Ersatzteilen ist ja echt nicht auftreibbar. Und die nächsten Wochen kommen echt die krassesten Dinger, die wir bisher vorhaben, an
Strecken, an Berge und sowas, an ungünstigen Moment. Hier haben wir einen Salat. Das Ding ist kaputt. Ja, kam ein bisschen komisch vor, dass es die ganze Zeit gewackelt hat. Hier kann man vielleicht ein Dings durchziehen, ein Kabelbinder, aber wir überlegen uns jetzt hier was. Und währenddessen winken uns die fahrradfahrenden Kinder in Afghanistan. Krass, hey. Also wir haben jetzt hier dreimal Kabelbinder drum gemacht durch die Löcher und mit so einem starken Superkleber verklebt. Der hilft zwar, denke ich mal, nicht mehr Metall, aber stoppt, denke ich mal, ein bisschen die Reibung zwischen den Metallenden. Also ich hoffe mal, dass die halten. Voll süß, wir haben gerade davor die ganzen Schulkinder gesehen, wie sie zur Schule stapsen, mit so blauen Rucksäcken auf, mit dem uns auch zugewunken. Und war ganz schön auch eine Interaktion damit, also mit den Kindern auf der anderen Seite quasi zu haben. Ich finde es sogar landschaftlich die Afghani-Seite schöner, weil da immer so, ja, wie so grüne Oasen sind, wo die Dörfer sind. Auch da hinten wieder alles schön grün mit Bäumen und sowas. Hier ist eher so ein bisschen Fahrt. Keine Dörfer oder ganz wenige. Ja, ganz wenig Dörfer. Und drüben sieht man halt so meistens Lehmhäuser und dann halt so ein paar Steinhäuser. Ne? Ich denke mal, es sind irgendwelche Einrichtungen dann wie so Schulen oder so. Franzi fragt gerade nach Wasser hier, weil es gibt einfach keine Wasserstellen mehr gerade die letzten Kilometer seit gestern. Ja, wir haben mega Durst. Und Soldaten patrouillieren hier ab und zu mal, habt ihr gerade gesehen. Hast du Wasser? Ja, das soll wohl trinkbar sein. Ja. Also da vorne ist so ein Wasserdingsbums. Da haben wir gerade gefragt. Und die meinten, nee, lieber nicht. Kann Abwasser sein, denke ich mal. Oder? Also mit dem Wasser machen wir es immer so. Erstmal gucken, ne? Aber da schwimmt schon ein paar Sachen mit rum. Aber in der Regel nehmen wir einen Schluck und dann warten wir erstmal eine halbe Stunde, ob das gut ist. Wenn Bauchschmerzen kriegt oder sowas in der Art, wenn es leicht krummelt, dann hauen wir es weg. Und rein in die gute Stube. Oh. Krass. Das hier ist, ja, keine Ahnung was es ist. Haben wir noch nie gehabt, sowas? Vielleicht haben sie Gepäckträger, Ersatzteile. Ja. Essen. Was haben wir hier? Erdnüsse. Okay. Spasiba большое. Spasiba. Also der Laden war ja mal interessant. Wir haben jetzt 2 Eis gekauft, die wir schon kennen, um eigentlich dem Mädchen mehr oder weniger Freude zu machen. Aber das Eis war schon mal geschmolzen, also das schmeißen wir jetzt weg. Es tut echt leid, Lebensmittel wegzuschmeißen, aber gerade bei Eis, wenn es schon mal aufgetaut ist einfach gefährlich. Ja, ist mega peinlich, es wegzuschmeißen, also ultra peinlich, aber nee, das ist einfach zu gefährlich. Also Franzi hat gerade einen Platten, ein paar Kilometer vor den großen Straßenarbeiten, wo wir uns mitnehmen müssen. Und jetzt kommt ein LKW vorbei und fragt, ob er uns mitnehmen kann. Ist kein Zufall. Oh, okay. Okay, die Minute. So, schön. Oh, spasiba большое. Das kann kein Zufall sein, das ist Schicksal. Das ist echt so krass. Der Hans denkt, wir hatten noch keine Platten. In dem Moment kriege ich einen Platten. Ja. In dem Moment hält der LKW an, der uns mitnimmt. Das gibt's gar nicht, ey. Also wirklich alles in so geballter Minute gefühlt. Ja. Er meint gerade, er ist seit 13 Stunden unterwegs auf der Straße hier. Ohne Schlafen. Hat er uns gerade stolz berichtet. Ich schwitze hier im LKW mehr als auf dem Fahrrad. Das kann man sich nie angucken. Die ganze Zeit so knapp rechts neben uns das Wasser. Wir sind sehr froh, dass wir hier im LKW sitzen. Da ist gerade, glaube ich, ein Stein, so wie wir es verstanden haben, runtergefallen. Er hat jetzt geguckt, ob er irgendwie einen Platten oder irgendwas hat, aber es ist tatsächlich das, dass da gerade ein Stein runtergefallen ist.
vom Hang runtergeflogen und der war deutlich hörbar. Also es war jetzt kein kleiner. Boah. Er sagt gerade, das ist sein LKW gewesen. Ach du Scheiße. Holy shit. Also er meint gerade vor 5 Monaten kam dann ein riesiger Stein runter. Und hat ihn quasi mitgenommen. Er hat quasi den LKW mitgerissen nach unten. Solche Geschichten brauche ich jetzt gerade nicht. Nein, echt. Krass, ey. Okay, da vorne arbeiten sie jetzt. Und wir stehen jetzt hier 6 Stunden. Das ist die Zeit, wo die Straße immer gesperrt ist. Und jetzt sind wir wohl an einen Punkt gekommen, wo sie auch für uns gesperrt ist. 6 Stunden. Okay, wir wurden komplett eingemehlt. Oh ja. Alter Schwede. Das ist ein richtiger Mehlfilm hier drauf. Dann können wir morgen mal richtig gut putzen wieder. Die Situation ist gerade so komisch. Irgendwie hat er gemeint, wir sollen hier schlafen oder ob wir schlafen wollen. Er fährt irgendwie weiter oder so, keine Ahnung, aber wir wollen ja mitfahren. Ja. Jetzt sind wir auf jeden Fall im Restaurant. Oh, endlich mal was essen. Haben wir uns ein bisschen abgewaschen, weil wir sind dermaßen staubig, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Jetzt gibt es erstmal Lackmann, wir sind echt am Verhungern, weil wir haben ja kein Essen gehabt und kein Trinken. Wir sind, boah, echt. Bus und Zug durch Russland, Usbekistan, Kasachstan ist ein Scheiß dagegen, was wir hier gerade machen. Auweih. Oh mein Gott. Was ein Chaos die Nacht. Guten Morgen. Also wir sind hier mit dem Zelt jetzt gestern um 1 nach hingekommen, haben es aufgestellt. Da ist unser LKW, weil irgendwie kam der Typ nicht, wo wir hätten dieses Mehl abladen sollen. Das heißt, wir warten jetzt einfach drauf, bis es irgendwie weitergeht, weil es sind noch 20 Kilometer bis dahin, wo wir wollen. Und dann können wir nach 9 Tagen endlich, ich traue es mir gar nicht auszusprechen, duschen. Alter, ey, mal hinter die Ohren fest, ne? Da fliegt Dreck weg. Und meine Haare sind 1. Ich habe ein Haar. Keine mehreren mehr. Ach du Scheiße, ey. So, wir laden jetzt gleich die nächste Lieferung aus und wir haben gesagt, ne, wir machen jetzt los. Aber guck mal die Räder an. Da ist so viel Mehl dran und die Kette schaut nicht besser aus. Und Franzi hat noch einen Platten. Wir versuchen jetzt noch die 10 Kilometer bis zur Unterkunft mit aufpumpen zu kommen. So geht eine sehr interessante Fahrt zu Ende. Zu diesem Zeitpunkt dachten wir, was soll diese Tour toppen? Aber das, was jetzt kommt, ist nein, vielleicht das Abenteuer unseres Lebens.